Okay, meine lieben Freunde der leichten EDV, dann mal wieder willkommen zurück auf dem Kanal Computersachen. In diesem Video erkläre ich euch theoretisch, kein praktisches Video, wie ihr es installiert und so weiter. Ich zeige euch, erkläre ich das theoretisch. Wie ihr mit Getmail die E-Mails abruft und so verarbeitet, dass sie direkt in EML to PDF im Import EML-Verzeichnis abgelegt werden und dann direkt von EML to PDF verarbeitet werden können und da dann wieder direkt in euer Dokumentenmanagementsystem, in dem Fall ich verwende ja Paperless, da ist es auch 100% kompatibel, verarbeitet wird. Das heißt, EML to PDF machen die Logs und Paperless macht seine Logs und seine Dokumentation dokumentenecht eben, dass das alles funktioniert. Für Getmail könnt ihr euch entscheiden, ob ihr die E-Mails dann auch nochmal abrufen wollt, die Logs und diese speichern wollt. Ist meines Wissens nicht erforderlich, die auch nochmal abzurufen. Es geht rein um die Verarbeitung der Dokumente. Wobei E-Mails abrufen, muss man natürlich sagen, auch eine Verarbeitung der Dokumente ist. Also ja, auf Nummer sicher würde ich sagen, lockt es mit, auf normal würde ich sagen, nein, braucht man nicht. Weil die E-Mail wird ja so wie sie ist verarbeitet. Im automatischen Prozess ist da auch nichts, wo man eingreifen könnte. So, diese ganze Sache EML to PDF mit Getmail zu beglücken, ist eine Sache, die kommt von meinem Anwender Samke. Der hat sich da zuerst mit rumgespielt und seine Erfahrung gemacht und ist damit sehr zufrieden. Und seine Anregung ist auch dazu nochmal ein Erklärvideo zu machen, wie man denn das Ganze verwendet, konfiguriert und einrichtet. In diesem gehen wir jetzt mal davon aus, wir können einfach mal 1 bis 3 E-Mail-Adressen theoretisch in unserem Beispiel konfigurieren. Kannst du natürlich ausweiten, du kannst auch nur eine E-Mail-Adresse nehmen, du kannst auch 50 E-Mail-Adressen nehmen. Du kannst auch dann Filter konfigurieren. Kommen wir jetzt dann alles gleich dazu. Es klingt jetzt vielleicht etwas kompliziert, wenn du das Video das erste Mal anschaust. Guckst du einfach ein zweites Mal nochmal an und dann wird es dir logisch erscheinen. Es ist wirklich nicht schlimm zu verstehen, wie das funktioniert. Wie gesagt, es einmal einzurichten, man kann jederzeit ändern, die Konfiguration und anpassen, ist alles kein Ding. So, das Ziel, E-Mails von mehreren Konten automatisch abrufen, alle E-Mails direkt in einem Verzeichnis EML Import, das ist für EML to PDF, das Importverzeichnis ablegen, bereit für die Bearbeitung, Tools wie EML to PDF. Die Lösung, wir verwenden Maildir und jetzt kommen wir eine kleine Ecke. Getmail speichert diese Dateien, die neu eingegangenen E-Mails in Crawl, das ist die E-Mails, die er gelesen hat oder beziehungsweise aus diesem Postfach als gelesen hervorgehen. Und in New, das sind die neu eingegangenen E-Mails. Das liegt dann auch in dem Ordner News. Und dabei helfen wir uns mit einem Trick. Wir verschieben die nämlich nach unserem ganzen Prozedere, nach dem Abrufen der E-Mail, verschieben wir einfach News entsprechend in das EML-Import-Verzeichnis hier oben. Dann hast du eine Verzeichnisstruktur, die du mal ganz kurz anlegen musst. Das heißt, in deinem Verzeichnis, wo deine Docker Compose liegt, hier heißt es einfach mal Getmail Docker. In deinem Fall könnte es Paperless heißen oder irgendein anderes Dokumentenmanagementsystem, wo deine Unterordner und deine Ads noch eingebunden sind. Das hängt dann jetzt gezielt von deiner Konfiguration ab, die du auf deinem System fährst. Also am günstigsten ist es liegt eigentlich in deinem Dokumentenmanagementsystem, in dem Fall jetzt Paperless. In diesem Ordner liegt die Docker-Compose, die YAML-Datei. Und da legst du dann auch entsprechend jetzt ein Verzeichnis an. Config, wenn du EML to Import noch nicht drin hast, dann legst du das noch an. Das ist auch nochmal ein Zeichen dafür, wenn du das hast, bist du im richtigen Verzeichnis. Und dann nochmal ein Verzeichnis Log. Und dann hast du die Verzeichnisstruktur eigentlich schon mal, wie du sie brauchst. So, die Konfigurationsdateien. Eigentlich gehe ich jetzt mit euch nur mal die erste Konfiguration durch und die zweiten erklären sich dann und die dritten erklären sich dann auch von selbst. Wir nehmen jetzt hier einfach mal ein Gmail-Konto. Und diese Datei, die wir dort anlegen, ist im Verzeichnis Config. Das ist das Verzeichnis, was wir angelegt haben, ne, unter get docker. Dann getmail rc-gmail. Mit dem Dateinamen ist ein bisschen irritierend. Diese rc-Datei, normalerweise hat man .rc oder sowas, das hast du hier nicht. Wir haben hier getmail rc-gmail
Gmail. Die getmail.rc ist quasi die Hauptdatei. Wir verwenden jetzt eigentlich nur Hauptdateien. Damit konfigurieren wir unsere Konten. Dann haben wir ja einfach noch einmal Verschlüsselung, den Server, Port, Username ist die E-Mail-Adresse, Passwort. Bei 2FA, bei Google musst du ein App-Passwort verwenden. Das findest du bei Google unter Sicherheit. Wenn du deine Kontenverwaltung bist, gehst du Sicherheit und dann da 2FA und die muss aktiviert sein. Wenn 2FA nicht aktiviert ist, kleiner Tipp, kannst du das App-Passwort nicht verwenden, dann musst du erst die 2FA aktivieren. So, dann kommen wir zur Ausgabe Destination. Das ist die Ausgabe, das Ziel. Wir nehmen Maildir. Wir wollen Dateien im Typ Format Maildir. Und wir wollen den Pfad EML Import. Jetzt höre ich schon wieder die Zwischenfrage. Ja, aber da hast geheißen, da ist noch New hinten dran. Da würde jetzt hinten dran noch New stehen. Und deshalb wären die im falschen Verzeichnis. Das ist korrekt. Alle Dateien, die er abruft, liegen im Verzeichnis New. EML Import legt er sich dann das Verzeichnis New an und da finden wir drin die E-Mails, die neu reingekommen sind, die für uns interessant sind. Die verschieben wir uns dann aber nachträglich dann in dieses EML Import, also eine Etage höher in der Verzeichnisstruktur. So, die Parameter gehe ich jetzt gleich mit euch nochmal ganz kurz durch. Dann haben wir hier noch die Logdatei, die angegeben wird, die kann man dann prüfen. Gerade am Anfang, wenn man es einrichtet, gibt es oft Probleme mit Port und Sicherheit und Passwort und Authentifizierung. Gut, das zweite Konto wäre jetzt dann Outlook, config getmail rc-outlook. Ist jetzt natürlich im Prinzip genau dieselbe Datei, nur dass wir sie Outlook genannt haben, dass wir einen anderen Server haben, eine Outlook-E-Mail-Adresse, und du brauchst das Passwort für dein Microsoft Outlook-Konto. Alles andere ist schon wieder gleich, bis hier unten auf Getmail Outlook. Da haben wir wieder eine andere Logdatei drin. Könntest doch alles in eine Logdatei reinschreiben lassen, aber so ist es einfach more easy. Wenn du keine E-Mails von Outlook bekommst oder von Gmail, kannst du einfach die Logdatei aufrufen und hast einfach nur die Logs, die für dich auf dieser E-Mail-Adresse interessant sind. So, web.de, wer es denn noch benutzt? Config, wieder ins Verzeichnis Config geht's rein, getmail rc-web.de. Hier dasselbe Prozedere, wir haben eine web.de E-Mail-Adresse und web.de Passwort und hier unten die Logdatei einfach auch nochmal umbenannt. So, wie sieht jetzt die Docker Compose Datei aus? Ich habe sie euch mal komplett eingestellt. Das ist sie so, das ist jetzt beispielsweise, du musst schon ein bisschen anpassen auf dein System, ist klar. Sie besteht ganz normal aus Getmail, dann Image, Python 3.11-Slim, Containername, Getmail Multi, Restart. Also da wird dann Getmail in dem Container installiert und gestartet, wenn das noch nicht der Fall ist. Dann haben wir unsere Config. Das ist das Verzeichnis, wo unsere Dateien hier drin liegen, ne? Was wir gerade vorhin durchgegangen sind, unsere E-Mail-Kontendefinitionsdateien. Die Getmail rc-Gmail zum Beispiel oder Outlook. Dann das EML-Import-Verzeichnis, das braucht man natürlich. Und dann haben wir hier Logs, das wollen wir auch noch gemountet haben, damit wir auf unsere Log-Dateien zugreifen können. So, ich habe jetzt mal auch mal so direkt vorgegeben, Berlin. Ihr könnt das natürlich abändern. Asien, je nach Wunsch, Amerika, Russland, wo immer ihr auch gerade seid. So, und jetzt kommt hier ein Command Shell, an dem musst du eigentlich nichts ändern, wenn du diese Struktur verwendest. Diese Struktur mit diesem Dateinamenaufbau. Hat folgenden Grund, weil erstmal installieren wir uns das Pipe, das brauchen wir leider, muss mit rein. While true do, alle Konfigurationsdateien durchgehen. Jetzt kommt hier vor rc-Files in. Und jetzt werden alle 3 Config-Dateien, die hier mit dem Stern dann quasi ersetzt. Das heißt Gmail, Outlook und web.de. Für alle die machst du Folgendes, führst das entsprechend hier aus, wie wir das wollen und konfigurierst das. Dann läuft er die alle durch. So, und jetzt kommt der Punkt mit dem Verzeichnis News im EML-Import-Verzeichnis. Das ist jetzt die Geschichte.
alle neuen E-Mails, ich markiere das mal, direkt nach EML-Import verschieben. Und hier ist jetzt auch das Verzeichnis, hier siehst du das auch, hier wird jetzt von EML-Import New das ist ja alles definiert, nach EML-Import verschubst. Und das wiederholt er auch eben in dieser Schleife. Darum gehe ich jetzt, ich splitte das jetzt nicht ganz genau auf, weil sonst wird es ein bisschen zu kompliziert. Wiederholt dann die Schleife für getmail rc-outlook, für getmail rc-web.de und für getmail rc-gmail. Muss auch für alle drei natürlich wiederholt werden, genau wie hier oben auch. So, und dann wartet ihr 5 Minuten bis zum nächsten Durchlauf. Sleep 300 könnt ihr natürlich verändern, also das ist die Angabe im Sekundenwert. Damit ist eigentlich die ganze Konfiguration schon durch und du kannst das Ding, wenn du es hochfahren mit Docker Compose up-d, dann läuft das Ding. Wenn er da einen Fehler ausschmeißt, musst du nochmal deine Konfigurationsdateien checken, ob da nicht irgendwie was drin ist. Wie gesagt, ich habe das jetzt für euch theoretisch in einem Blog zusammengefasst und erklärt und gezeigt, damit ihr wisst, wie es geht. Kann natürlich jetzt nicht sagen, dass es 100% funktioniert, weil ich die Konfiguration als solches nicht getestet habe. Okay, das ist für euch eine Anhaltslinie, wie es funktioniert. Getmail ist nicht meine Software, ich habe sie nicht geschrieben und programmiert. Und ich werde auch für Getmail keinen Support leisten. Damit müsst ihr euch dann schon mit Getmail und den Foren auseinandersetzen oder eine KI benutzen, um euer Problemchen zu lösen. Wie gesagt, Getmail ist eine wunderbare Ergänzung, aber es ist nicht mein Servicebereich. Ja, das ist schon mal ganz klar. Dann die 2-Faktor-Authentifizierung bei Google. Nicht das normale Passwortverwendung, sondern Passwort, Google-Sicherheit, Passwörter, da müsst ihr das machen. Wie gesagt, funktioniert nur, wenn 2FA, also 2FA, aktiviert ist. Das 16-kennige Kennwort wird dann generiert. Dieses Kennwort musst du dir aufschreiben. Du kriegst das nie wieder angezeigt. Und wenn du das mal irgendwann vergeigst, musst du dir ein neues erstellen lassen, ist aber auch kein Problem. Lässt dir ein neues erstellen und tauscht das in deiner Config-Datei entsprechend aus. Also in der Getmail rc-gmail würdest du das dann austauschen, das Kennwort. Was ist in der E-Mail-Datei alles enthalten? Haben wir die komplette E-Mail drin mit Text und allen Anhängen, PDFs, Bilder etc. Die Anhänge sind Base64 kodiert, in der Datei eingebettet, keine separaten Dateien nötig. Das heißt, wir haben eine einzige EML-Datei, wo alles drin ist, die unser EML to PDF korrekt verarbeiten kann. Alle EMLs in eine PDF konvertieren. Das ist jetzt mehr eine schematische Geschichte. Also EML to PDF wird gestartet. Dann erholt sich die Dateien aus Import und in die PDF-Ausgabe. Je nachdem, was du da konfiguriert hast, werden die Dateien dann für Paperless oder dein Dokumentenmanagementsystem abgelegt, wo das Dokumentenmanagementsystem die Dateien automatisch dann per Task oder wie immer du es konfiguriert hast, importieren, einlesen und verarbeiten lassen kannst. So, jetzt kommen wir noch zu dem Schnickschnack. Den finde ich ganz wichtig und da muss ich sagen, das ist ein wirklich geiles Tool, Getmail, weil wir haben hier die Möglichkeit, diese Review-Datei, die kennst du ja schon, die haben wir ja angelegt. Dann hast du auch die Destination und die Verwendungsoptions und da kannst du jetzt einfach ergänzen Filter. Und das finde ich nämlich sehr wichtig. Ich meine, du willst ja nicht den ganzen Rotz auf deiner Kiste haben, der da reinkommt, sondern du willst ja vielleicht ein bisschen, meinen wir halt das Spam-Problem nicht, ein bisschen die vom Spam trennen oder von Newslettern, die du vielleicht mal lesen möchtest, aber nicht in deinem Archiv haben möchtest. Oder du möchtest generell jetzt nur E-Mails von Cloudflare und PayPal zum Beispiel haben. Na, dann kann ich jetzt zum Beispiel sagen, Expression from und dann sage ich Pattern. Und dann habe ich Punkt Stern, falls da noch was dazwischen ist, Cloudflare und PayPal, also @cloudflare.com oder @paypal.com würden dann abgeholt werden, alle anderen nicht. Case-sensitive ist false. Und schon hast du einen kleinen, einfachen Filter, mit dem du das einfach filtern kannst. Finde ich also wirklich stark. Filterregeln bitte nochmal nachschauen, da gibt es noch viel mehr. Da gibt es auf die Betreffzeile, könnt ihr gehen, auf Wörter im Inhalt,
ja, Inhaltsfilter halt und alles. Also ihr könnt da auf sehr viel gehen und die werden, wie gesagt, einfach nur in diese Getmail rc-gmail. Das zweite Konto war, was wir angelegt haben, Getmail rc-outlook. Und das dritte war das Quatsch. Das dritte war das web.de Konto. Da kannst du überall, jeden von den Dingen kannst du dann einen Filter explizit für das Postfach einbinden. Finde ich eine starke Sache. Finde ich sehr wichtig, weil man muss ja nicht alles dann durchgehen und rauslöschen. Man kann, wenn man es automatisiert, dann sollte man das auch richtig tun. So, dann habe ich hier noch ein bisschen was hingeschrieben. Die Fehlerbehelligung testen, Logs prüfen. Wenn was schief läuft, Container neu starten. Docker Compose Restart. Ne, die Docker Compose Datei, die hier oben mit angegeben ist hier, die kannst du natürlich auch in dein bestehendes Dokumentenmanagementsystem App integrieren. Wie bei mir läuft das alles unter DMS und dann habe ich da entsprechend meine Instanzen drunter laufen, die man da alle haben muss, wie Tika, Gutenberg, Paperless, Webserver. Ne? Und dann kann man das da in diese Docker Compose integrieren, dann lässt du das Service hier weg und nimmst einfach nur von Getmail abwärts das ganze Zeug und integrierst es einfach in deine Datei. Wie gesagt, im Zweifelsfall musst du halt hier oben noch ein bisschen was anpassen. EML-Import zum Beispiel, das ist so ein Ding, Logs, je nachdem, was du halt haben willst, deine Timezone, das musst du dann noch konfigurieren. So, und Logs ansehen. Nach einigen Minuten prüfen, ob E-Mails ankommen. Das kannst du mit ls-la, das heißt list all, dann .em-import und nochmal ein Slash und dann müsstest du hier diese Ausgabe auch sehen, dass diese Dinger kommen. Ein Grund, warum sich das jetzt nicht überschneiden kann und E-Mails sich gegenseitig killen oder überschreiben, ist, weil Getmail eigene IDs verwendet und das damit nicht möglich ist. Das habe ich auch extra nochmal so recherchiert. Und da habt ihr jetzt zum Beispiel stehen Server 2. Das wäre dann quasi unsere zweite Config-Datei. Die Getmail rc-outlook. Das war das zweite Konto. Das wäre also der Server 2. Gmail, der Server 1 und das dritte Konto web.de wäre Server 3. Da habe ich leider keinen Links gefunden in der Config, wo man das hier irgendwie so ein bisschen konfigurieren könnte, dass man sagen könnte, web.de, Outlook. Nein, haben wir leider nicht. So, dann nochmal kurz die Zusammenfassung. Bis zu 3 E-Mail-Konten, beliebig erweiterbar, alle E-Mails direkt in den Report, genau dort, wo sie gebraucht werden. Jede E-Mail hält Text und Anlagen, alles in einer Datei, perfekt für EML to PDF. Archivierung, Backup, Google Mail mit 2FA-Unterstützung via App-Passwort. Ich kann nur mehrfach darauf hinweisen. Da werden einige von euch wahrscheinlich stolpern. Es ist einfach zu warten und zu erweitern. Die Mails werden alle 5 Minuten abgerufen, also diese 300 Sekunden. Wie gesagt, kannst du dir auch persönlich einstellen, alle halbe Stunde, alle Stunde. Je nachdem, wie du es brauchst. So. Sollte dir das Video gefallen und weitergeholfen haben, würde ich mich über einen Daumen nach oben sehr freuen. Ein Abo für den Kanal wäre riesig. Und wenn du die Glocke aktivierst, verpasst du auch kein weiteres Video mehr auf diesem Kanal. Dann produziere ich diese Videos für euch natürlich in meiner privaten Freizeit, auch wie das Tool EML to PDF, das ist auch auf meine privaten Kosten entstanden. Wenn du meine Arbeit unterstützen möchtest oder gut findest, kannst du meine Arbeit und den Kanal gerne unterstützen. Spendenlinks findest du unten in der Videobeschreibung oder auf meiner Homepage unten im Blogartikel, den ich auch im Video-YouTube-Text noch einmal verlinke. Und wenn du ansonsten weitergehende Probleme haben oder Hilfe beim Umsetzen der ganzen Geschichte brauchst, oder dich sonstige EDV oder IT-Probleme plagen, kannst du dich vertrauensvoll an die KSC wenden. Das ist ein weltweiter remoter Dienstleister. Da bist du geholfen für 25 € die Stunde, ohne Vertragsbindung, ohne Abo, ohne Ecken, Haken und Ösen, Auftrag gegen Rechnung wie in guten alten Zeiten und gut ist das. In diesem Sinne, gehabt's euch wohl und bis zum nächsten Video.